Vor vielen Jahren durfte ich bei einer Kundenveranstaltung Dieter Krämer das erste Mal erleben mit seinem Vortrag Wachsen wie Würth. Damals war ich begeistert. Vor 2 Jahren gab es ein 2-Tages-Seminar in einer ganz kleinen Gruppe. Da bin ich dann mit meinen Mitarbeitern hingegangen und habe mitgeschrieben ohne Ende, so viele tolle Gedanken. Und im letzten Jahr hatten wir dann das erste Mal gemeinsam auch ein Seminar zum Thema Führung, zum Thema Wachstum im Vertrieb. Und ich freue mich, dass wir jetzt diese Produktion haben für YouTube, für den Podcast und dass Dieter Krämer bei mir zu Besuch ist in Bochum. Herzlich willkommen. Dankeschön, Herr Greuter. Ja, freut mich, dass Sie mich eingeladen haben. Ja. Vielleicht mögen Sie sich kurz selber einen Moment vorstellen, dass alle wissen, wer ist der Herr Krämer, weil ich bin schon überzeugt und ein Fan. Ja, wie fängt man da an? Natürlich mit dem Alter sollte man anfangen. Also ich gehe stramm auf die 75 dazu, die Ausbildung. Ja, ich war einer der Ersten, die in unserem ländlichen Städtchen Abitur machen konnten, ne? Und dann kam die Bundeswehr, das war der erste Schritt meiner Managementausbildung. Nicht der Unterschied zwischen der preußischen und der angelsächsischen Führungskultur, kennst du die? Nee. Ne? Nee. Also die Preußen, ich fange mit den Angelsachsen an, die Angelsachsen haben die sogenannte Befehlstaktik. Okay. Ne? Und die Preußen hatten die Auftragstaktik. Also die Angelsachsen sagen, Sergeant Miller, gehen Sie entlang des Flusses vor, 300 Meter gaben sich ein mit 2 Schwer und so weiter. Ja. Ne? Und die Preußen sagen ganz einfach, Feldwebel Meyer, verhindern Sie den Übergang des Feindes über den Fluss. Das ist ein totaler Unterschied. Das waren also meine ersten Management-Erlebnisse bei der Bundeswehr auf der Offizierschule. Hinterher habe ich alle anders gemacht wie meine Jahrgangskollegen. Ich habe eine Lehre gemacht, nicht? Eine kaufmännische Lehre. Ich war der zweite Auszubildende mit Abitur. Das gab es ja damals noch nicht. Und es war ein Wahnsinnsglück, weil da kam man in dieser Zeit schon in Berührung mit IBM, mit Arthur Andersen. Ne? Also die waren natürlich wesentlich weiter, als die noch Schmalenbachsche Kostenstellenverteilungen geübt haben an der Uni. Ne? Das war ein Glücksfall. Und dann habe ich irgendwann eben Reinhold Wirth kennengelernt. Und das war eine Faszination auf den ersten Blick von diesem Mann. Ja, und da war ich dann nach meinen ersten 10 Jahren in meiner Lehrfirma, den Rest meiner aktiven Berufszeit, 25 Jahre auf den Tag genau bei Wirth. Was mache ich heute? Ich nenne das Grey Hair Assistance. Ne? Also ich ich vermarkte, wenn Sie so wollen. Ich biete an die Erkenntnisse meines Berufslebens. Abstrahiert, ne? Was ist grundsätzlich anwendbar oder was nicht mehr die Dinge jetzt wird, was ist wird und was macht wird, sondern was kann man daraus für Lehren ziehen, die allgemeingültig sind. Ja, was genügt? Ja. Verheiratet, 3 Kinder. Schwierigste Aufgabe in meiner Beratungstätigkeit. Mein Sohn hat auch ein Unternehmen und da bin ich Beirat und das ist also der härteste Job, den es gibt. Super. Ja. Für die jetzt nur den Ton hören, den Podcasten, sich fragen, was ist das für ein Geräusch die ganze Zeit? Der Herr Krämer hat seine Brille, die gerade gequält wird hier auf dem Tisch. Weg. Genau, also wir müssen ein bisschen aufpassen, dass, dass die Nebengeräusche, dass wir die eingrenzen. Also jetzt ist die Brille weg und jetzt passt das. Super. Gut. Wirth, Reinhold Wirth. Wie alt waren Sie, als Sie in den Wirth-Konzern eingetreten sind? Wie alt war ich denn da? Das war 1973, war ich 32 Jahre alt. Wie groß, wie viele Mitarbeiter gab es damals? Oh Mann. Das war, glaube ich, damals ein Umsatz von rund 150, 180 Millionen, so etwas in dieser Größenordnung. Mitarbeiterzahl kann ich Ihnen im Augenblick nicht nennen, weiß ich nicht mehr. Als Sie raus sind, also 150, 180 Millionen, als Sie raus sind, wie war der Umsatz dann? Pui, das war irgendwann, jetzt geht's auf, hat die 10 Milliarden überschritten, das dürften damals 6, 7 Milliarden gewesen sein. Wow. So etwas. Ne? Was für eine Veränderung. Ja, riesig, ja. Das ist genial, ja. Lassen Sie uns gerne so vorgehen. Ich habe mir meine Notizen von dem 2-Tages-Seminar mitgeschrieben und würde gerne auf ein paar Stichworte eingeben. Ich rufe Ihnen ein Stichwort zu und Sie sagen mir, was verbirgt sich dahinter. Ja? Kommt, Echo, okay. Wer das Fluktuationsrisiko ausschließen will, der kommt nicht voran. Ja, ist doch ganz
Ich meine, wenn ich jetzt heute einen Unternehmer treffe, der sagt, möchten wir doch auch etwas von dieser Wachstumsgeschichte hören, dann frage ich, wie viele Leute haben Sie? Ne? Vor 10 Jahren gehabt, heute, wie hoch ist Ihre Fluktuation? Und wenn einer dann sagt, ja, das ist bei uns nicht so wie bei Wirth mit 20% Fluktuation, das ist im Außendienst natürlich nur, ne? Dann sage ich, okay, haben wir das Problem schon gelöst. Sie haben 0, wir steuern 10% Fluktuation an. Wenn Sie heute einen Mann einstellen, Sie stellen 10 Leute ein, dann haben Sie sich bei mindestens einem Mann getäuscht, ne? Und ein Mann hat sich getäuscht in der Firma. Ne? Und dann sind wir schon bei 20% Fluktuation. Weil einen Mann, der die Leistung nicht erbringt, weil er nicht kann oder nicht will, den zu halten, ist Mobbing. Der wird krank. Der steht da ständig unter Beschuss, in den Rankings immer hinten dran. Ja, also, da muss ich die soziale Ader, die manifestiert sich in der Art, wie man das dann macht. Ne? Ordentlich ankündigen, helfen, neuer Job. Aber es hat keinen Sinn, einen Mann auf einem Job, den er nicht ausfüllt, kaputt zu machen. Ne? Okay, lass mich kurz 2 Sachen hervorheben. Wenn du als Führungskraft einen Mitarbeiter, der es nicht bringt, nicht kündigst, nicht feuerst, dann förderst du Mobbing. Wenn du die Zahlen transparent machst, wo der steht mit seinen Umsätzen und alle Kollegen sehen im Team, dass der es nicht bringt, dann wird der indirekt gemobbt bei den Meetings oder was auch immer. Und wenn du den nicht feuerst, was deine Aufgabe ist als Führungskraft, du tust ihm einen Gefallen und deiner Organisation. Sie erwähnen das im Nebensatz, aber da ist so viel drin. Minderleister feuern. Kommt noch eines dazu, und zwar eine gute Führungskraft kümmert sich ja immer sehr intensiv um den Minderleister. Das heißt, nach einer bestimmten Zeit ist man selbst Teil des Problems. Ja. Ich habe eine hohe persönliche Beziehung und ich schaffe es dann nicht mehr, den Bruch zu bewerkstelligen. Und jetzt sind wir dann, was wir später sicher noch diskutieren werden, bei Ritualen, die eben auch hier der Führungskraft ein Rückgrat einziehen müssen und ihn stützen müssen, dass wenn er emotional agiert und reagiert, dass er immer wieder auch zurück gebombt wird auf die tatsächlichen Probleme, die zur Sache kommt. Ja. Schaut euch mal den Film Moneyball an. Der ist ganz spannend, was das Thema Führung angeht. Es geht dort um Brad Pitt, der managt ein Baseballteam. Es gibt ganz viele Führungspunkte da drin. Einer ist, er vermeidet den Kontakt zu seinen Spielern, damit er emotional frei Personalentscheidungen treffen kann. Wenn du zu nah an deinen Leuten dran bist, wenn sich da Freundschaften entwickeln, persönliche Beziehungen, dann ziehst du zu spät als Führungskraft die Reißleine. Das ist sehr, sehr spannend, das steckt an der Stelle auch drin. Lassen mich da ein Begriff, der mir immer noch sehr gut gefällt, Decision Point. Ich muss Decision Points sagen. Das heißt, bei allen Diskussionen, bei allen Dingen, es gibt Punkte, da gibt es überhaupt keinerlei Entscheidungsspielraum mehr. Dann ist Schluss. Zum Beispiel zu sagen, wenn einer nicht nach 2 Jahren dieses totale Minimum erfüllt, dann muss die Führungskraft die Reißleine ziehen. Ja. Als Beispiel. Ne? Die Perfektion des Banalen, die Kleinigkeiten zählen, das hat mich auch extrem beeindruckt. Die Perfektion des Banalen wird verkauft, Befestigungstechnik, also grob gesagt Schrauben und was dazugehört. Das ist jetzt keine Raketentechnik. Und ein Punkt, den ich mitgenommen habe, ist die Perfektion des Banalen. Mögen Sie einmal kurz erklären, was dahinter ist? Ich nehme hier immer ein Beispiel. Das heißt, wie oft Leute das Telefon, bevor es abgenommen wird. Ne? Ja, das heißt, eine Firma, die kann Reklame machen in der FAZ, ganzseitige 4 Farbanzeigen, alles Mögliche. Wenn ich die Firma anrufe, in das Telefon läutet durch und dann höre ich Mozart. Und noch schlimmer vielleicht die Firmenhymne, ne? Bei uns ist der Kunde König oder sowas. Ne? Dann ist praktisch der Draht zu dieser Firma gestört, ist abgerissen. Ne? Und deshalb sind es ganz simple und einfache Dinge, die stimmen müssen.
Ne? Unabhängig jetzt von der Prozessoptimierung, dass die Qualität stimmt, das muss ja sein. Aber auch nicht, wer heute keine Qualität liefert, der ist raus. Ne? Da brauchen wir nicht mehr drüber diskutieren. Oder Liefergeschwindigkeit oder ähnliche Dinge. Aber wer das nicht hat, der ist raus. Ne? Aber deshalb müssen wir gucken, dass die banalen, auch die Begleitdinge, die banalen Dinge alle stimmen. Wie gesagt, jetzt bei Würth eine Sache, ein Ritual, das seit, Sekunde, man muss sich auch erfinden, circa 37 Jahren läuft, das also gemessen wird bei allen Stellen, die im Kundenkontakt stehen, dass da gemessen wird, wie oft das Telefon läutet, bis abgenommen wird. Ne? Das hat ja nicht nur direkt praktische Bedeutung, sondern auch symbolische. Dadurch weiß der ganze Laden, wir können die tollsten Innovationen machen, aber wenn einem Kunden das Telefon durchschellt, zigmal, das macht alles andere wieder kaputt. Ne? Die sogenannte Klingelliste. Ne? Schellliste. Schellliste, so war die. Schellen heißt es auf Schwäbisch. Genau, ja. die Schellliste, genau. Und die wird dann, also das wird wirklich erfasst, wie oft klingelt das, und die wird dann auch transparent gemacht, verschickt, und jeder weiß, wo er steht im Richtig. Ja. Könnte ich das hier, ich habe es zufällig dabei, aktuell, wie das aussieht. Wird heute in der Wirtgruppe gemacht, wie vor über 30 Jahren schon. Ne? Also, Schellliste, das ist cool. Es geht nicht um Schrauben, es geht um Mut. Ja, ich weiß nicht, ob Mut genau das richtige Wort ist. Es geht einfach darum, dass ich einen Willen habe und diesen Willen definieren kann, aussprechen kann und dann ständig an diesen Zielen, die ich mir gesetzt habe, was ich machen kann, festhalte. Für mich ist das Wort Vision ein No-Go. Da halte ich es eher mit dem Schmidt, ne, unserem Ex. Ne, der sollte zum Nervenarzt gehen. Ne. Wenn ich auf das Matterhorn will, ist das ein Ziel. Das ist höchstens eine Vision, wenn ich beidseitig beinamputiert bin. Ne? Okay. Aber ich muss klare Ziele haben, die definieren und die verfolgen und nie davon abweichen. Ne? Also und das immer wieder von Neuem, eines der bezeichnenden Eigenschaften von Reinhold Wirth ist eben immer diese Lust auf Neues, auf größer, neue Dinge zu erleben. Ne? Also nicht bei stehen zu bleiben. Und das ist sicher vom ersten Mann ganz oben bis runter zum letzten Mann bereichert ja das Leben. Ne? Wird nicht langweilig. Ne? Also es ist jetzt das vierte Mal, dass ich mit dem Herrn Krämer so etwas mache. Und es gibt immer wieder neue Storys, neue Gedanken, neue Blickwinkel, die ich mitnehme. Das ist so ergiebig. Ich liebe das, ich schätze das. Nächster Gedanke ist Zwangsrituale. Ja. Ich muss erzwingen, dass getan wird, was man weiß. Richtig. Wir hatten ja gerade schon das Beispiel Telefonliste. Jeder weiß, es gibt keinen Mitarbeiter, keinen vernünftigen Mann, der nicht sagt, es ist furchtbar, wenn ich irgendwo anrufe. Ja? Und es wird nicht abgenommen und es geht 5-mal, wird weiter verbunden. Weiß jeder. Jeder sagt, da muss man etwas tun. Also muss ich das erzwingen durch solches Ritual, dass es gemessen wird und jeden Monat veröffentlicht wird. Das heißt ja nicht, dass bei dem das Telefon oft läutet, dass das ein fauler Hund ist. Könnte ja auch sein, dass ganz einfach überlastet. Ne? Also das ist kein Werturteil, sondern die Frage, was ärgert den Kunden? Oder ich kann ein anderes Beispiel nehmen. Ich habe noch nie, also zum Beispiel, ich war neulich bei einer Firma, die haben investiert über 1 Million in ein CRM-System. Frage ich den IT-Mann, wie oft sind Sie mit Verkäufern mitgefahren? Wie oft haben Sie die Anwendung Ihrer Software an der Front verfolgt und geprüft oder miterlebt? 0 Mal. Also mit anderen Worten, ich habe noch nie einen Gesprächspartner gehabt, der mir widersprochen hätte, wenn ich sage, also die ganze Firma ist Vertrieb, alles, der mir widersprochen hätte, wenn ich sage, alle Funktionsleute müssen in einer bestimmten Art und Weise haben die Mitreisepflicht, also müssen Kundenkontakt haben. Jeder sagt ja. Ja, wird es gemacht? Es wird nicht gemacht. Es wird nicht gemacht. Ne?
Bei Bankern bin ich auch aktiv. Ne? Die Frage, Sie sagen, natürlich haben wir ständig Kundenkontakt bei den Jahresgesprächen, da gehen wir Jahres und so weiter. Sag ich, nein, wann haben Sie zum letzten Mal am Schalter ein Mütterchen aus Kasachstan bedient, ne, die ihrer Schwester 50 € überweisen möchte? Und jetzt brauche ich ein Ritual. Das heißt, es wird festgelegt, zunächst brauche ich natürlich die Spielregeln, ne, ganz klare Spielregeln. Jeder Mann, Top-Management, 1 Tag im Monat, Außendienst. Also ich hatte jetzt mal 1 Tag pro Monat. Wenn Reinhold Wirth heute unterwegs ist mit seiner Superjacht und legt irgendwo an, er fährt heute noch mit 80. Er guckt heute noch, dass er den Kontakt hält. Ne? Und dann muss ich das eben verfolgen. Es muss eben auf der Liste stehen, wer hat es erreicht. Final, das ist wahrscheinlich nicht ganz so realisiert worden, nehme ich an, aber die Grundidee war die, wer seine Mitreisetage nicht nachweisen kann, bekommt seinen Jahresbonus nicht ausbezahlt. Dann hätte ich ein Ritual, das das, was jeder für richtig hält, erzwingt. Na, da kann ich nicht mich auf den Goodwill verlassen bei solchen Dingen. Na, und das ist auch ganz klar, warum. Die Führungskräfte lieben das nicht, ne? Weil da kommen sie unter Druck. Klar. Jeder will seinen Bonus haben. Ja, nicht nur, nein, auch in Entscheidungen. Ne? Die sagen den Verkäufern ununterbrochen mit ihren schönen Listen dann, ihren Excel-Listen, das habt ihr nicht gemacht und das und das und das. Aber er muss ja das auch erleben draußen. Ne? Also ich habe noch jetzt auch ein Ritual, bin ich gerade in einer Firma dabei. Ein Kunde hat ein Riesenpotenzial, ne, und kauft nur so viel. Also die Kunden mit dem größten freien Potenzial, die 5, die sind Aufgabe des Chefs der ersten Führungsebene. Okay. Der muss da einmal im Jahr hin, weil dann kann er mitreden. Macht er aber nicht gerne. Ne? Macht er nicht gerne, weil dann muss er ja entscheiden, nicht? Oder muss sich fragen lassen, warum, wieso. Und so geht es mit x Dingen, da kennt man jetzt wahrscheinlich 2 Stunden reden. Ne? Denken Sie mal dran an, ja, was auch jeder klar weiß und sagt, oder jeder ist sich bewusst, dass es Kunden gibt, mit denen wir Geld verdienen, mit denen wir keins verdienen. Ja. Ja? Und jetzt gibt es da Kunden, mit denen wir absolut klar unwidersprochen Verluste fahren. A, muss man das dann quantifizieren. Wir brauchen Feld in meinem Kundenstamm, Ertrag in diesem Jahr, ne? Also nicht Ertrag, Profit, Gewinn. Ne? Und bei denen mit dem größten Loch, wo der Eimer das größte Loch hat, in den Eimer packen wir ja ständig, schaffen wir rein, da muss der Chef hin, bei den 3 größten. Ne? Als Beispiel. Und das ist ein Ritual. Ne? Und solche Rituale erzwingen dann ein Verhalten und die führen auch, was ich jetzt mehr und mehr sehe, gerade bei ganz erfolgreichen Firmen, die führen auch zu dem, ja, dass zur Flüssigkeit der Macht. Ne? Ja, das heißt, der Mann an der Spitze, der erfolgreich war, deshalb sich immer weiter nach oben bewegt und auch den Kontakt zur nicht verliert, das ist der falsche Ausdruck, aber einfach nicht mehr sensitiv ist an der Basis. Ich zwinge ihn dann mit meiner Systematik zu dieser Erbverbundenheit. Ja. Ne? Also das sind... Was mir oft auffällt, ist, dass eine schwache Führungskraft kommt und sagt, Herr Kreuter, meine Verkäufer machen nicht genug Kundenbesuche. Obwohl ich ihnen sage, sie müssen jeden Tag 4, 6, 8, was auch immer Kunden besuchen. Herr Kreuter, motivieren Sie die mal. An der Stelle, liebe Führungskräfte, das hat nichts mit Motivation zu tun, sondern das ist das Erzwingen, also das, ich muss erzwingen, dass getan wird, was man weiß. Und wenn ich doch weiß, dass eine gewisse Schlagzahl die Grundvoraussetzung ist für Umsatz, für Erfolg, dann muss ich das erzwingen. Führung ist kein demokratischer Prozess. Ich muss mit denen nicht diskutieren, sondern ich muss diese Kundenbesuche erzwingen. Erzwingen und feststellen, wenn das nicht gemacht wird, wo liegt das Problem? Ja. Das ist ganz der normale Regelkreis. Also ich will pro Tag 10 oder 16 oder 18 Besuche haben, die kommen nicht.
Warum kommen die nicht? Ja. Ich als Führungskraft bin der Meinung, dass es möglich ist. In der Realität läuft es nicht so. Und dann kommen eben die 3 M's. Liegt es am Mann? Erste Frage. Person, ja. Liegt es am Markt oder liegt es an meinem Geschäftsmodell? Ne? Das heißt, ich komme dann ständig in diesen Rückkopplungsprozess rein. Aber das bekomme ich nur, wenn ich zwinge. Wenn ich nur immer solche Reden halte, ihr müsst, ihr solltet, ihr müsst motivieren. Genau. Ja? Ja. Was bringt das? Ne? Ja. Da wird es nicht so hart, dass der Widerspruch kommt. Ja. Oder dass ich auf die Dinge stoße, die eben das Verhalten ja vielleicht unmöglich machen, das ich mir wünsche. Ne? Ja.